Du glaubst, Deutsch ist nur Grammatik und Vokabeln lernen? Falsch gedacht. Heute schauen wir uns 10 coole Ausdrücke an, die du im Deutschunterricht garantiert nicht lernst und vermutlich nur auf der Straße gehört hast. Los geht's! Ausdruck Nummer 1. Ich bin platt. Ich bin platt ist ein umgangssprachlicher Ausdruck, der bedeutet, dass man sehr müde oder erschöpft ist. Man fühlt sich körperlich ausgelaugt und hat keine Energie mehr. Wir verwenden es manchmal aber auch, um auszudrücken, dass wir überrascht oder sprachlos sind. Eine Beispielsituation: Du kommst nach einem langen Arbeitstag, intensivem Sport oder einer anstrengenden Tätigkeit nach Hause und bist völlig kraftlos und würdest am liebsten sofort ins Bett fallen. Dann sagst du vielleicht so etwas wie: Nach dem Umzug bin ich total platt und brauche erstmal eine Pause. Oder ein anderes Beispiel: Du arbeitest schon seit Jahren mit einer Kollegin zusammen und denkst die ganze Zeit, sie sei Single. Plötzlich findest du einen Brief im Briefkasten, und zwar eine Einladung zu ihrer Hochzeit. Du erzählst es jemandem und sagst: Als ich die Einladung gesehen habe, war ich völlig platt. Ich wusste gar nicht, dass sie verlobt war. Sie hat nie über ihr Privatleben erzählt. Du bist also überrascht. Ausdruck Nummer 2. Das ist nicht ohne. Dieser Ausdruck bedeutet, dass etwas ziemlich schwierig, anspruchsvoll oder beeindruckend ist. Es kann sowohl positiv als auch negativ gemeint sein. Man benutzt es, um Respekt oder Anerkennung für die Herausforderungen auszudrücken. Wenn du also über eine Aufgabe, Situation oder sogar eine Person sprichst, die komplex oder herausfordernd ist, zum Beispiel ein schwieriges Projekt, eine anspruchsvolle Prüfung oder eine beeindruckende Leistung, dann kannst du diesen Ausdruck verwenden. Beispiel: Die Klettertouren waren nicht ohne, aber die Aussicht von oben hat sich gelohnt. Oder wenn es sich auf eine Person bezieht, die etwas kompliziert ist, kann man das sagen: Der neue Chef ist nicht ohne. Ich habe gehört, er soll ein Choleriker sein. Kommen wir zum nächsten Ausdruck. Diesen verwenden wir sehr, sehr oft. Was soll's? Wir gebrauchen ihn, wenn wir in einer Situation sind, die wir nicht mehr ändern können. Damit möchten wir sagen, wir akzeptieren das, was ist. Zum Beispiel, wenn du eine Prüfung geschrieben hast, die du nicht bestanden hast, aber du dein Schicksal akzeptierst einfach, weil du in diesem Moment sowieso nichts machen kannst. Dann würdest du vielleicht etwas in dieser Art hier sagen: Ich habe meine Prüfung leider nicht bestanden. Naja, was soll's? Ich kann nichts ändern. Beim nächsten Versuch klappt's. Der nächste Ausdruck, den du vermutlich nicht im Unterricht lernst und nur auf der Straße hörst, ist dieser: Das geht mir gegen den Strich. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass etwas deinen Vorstellungen oder Prinzipien widerspricht. Es drückt also Unmut, Missfallen oder Widerstand gegen etwas aus. Du fühlst dich unwohl mit einer Situation oder einem Verhalten. Kurz, etwas gefällt dir überhaupt nicht. Dann verwenden wir den Ausdruck. Man verwendet also den Ausdruck, wenn jemand etwas tut, das du nicht gut findest, oder wenn Entscheidungen getroffen werden, mit denen du nicht einverstanden bist. Es kann sich auf persönliche Beziehungen, Arbeitsumgebungen oder gesellschaftliche Ereignisse beziehen. Ein Beispielsatz wäre: Es geht mir einfach gegen den Strich, wenn Leute ständig zu spät kommen und keine Rücksicht auf andere nehmen. Kommen wir zu Ausdruck Nummer 5. Jemandem einen Einlauf verpassen. Dieser umgangssprachliche Ausdruck bedeutet, jemanden scharf zu kritisieren oder zurechtzuweisen. Es ist eine metaphorische Art zu sagen, dass jemand wegen einer Sache angemeckert und kritisiert wird.
Oft halten Lehrer oder Eltern Kindern und Jugendliche eine sogenannte Standpauke und verpassen ihnen einen Einlauf. Zum Beispiel, wenn ein Schüler nie seine Hausaufgaben macht, ständig zu spät kommt und den Unterricht stört, hat irgendwann der Lehrer die Nase voll und verpasst dem Schüler einen Einlauf. Ein Beispiel: Peter, es reicht. Dein Verhalten ist unmöglich. Wir gehen jetzt zum Direktor und du kannst dich auf etwas gefasst machen. Er wird dir einen Einlauf verpassen. Und in diesem Beispiel habe ich auch gleich unseren nächsten Alltagsausdruck eingebaut. Nämlich Nummer 6, sich auf etwas gefasst machen. Wir benutzen ihn, wenn wir sagen wollen, dass man sich mental und emotional auf eine bevorstehende Situation vorbereitet, die wahrscheinlich schwierig und unangenehm oder herausfordernd sein wird. Man rechnet mit möglichen Problemen oder negativen Konsequenzen und stellt sich darauf ein. Wir verwenden diesen Ausdruck, wenn wir erwarten, dass etwas nicht einfach sein wird und wir uns innerlich darauf, wie gesagt, einstellen müssen. Es ist eine Art Vorwarnung an sich selbst oder andere, sich auf mögliche Schwierigkeiten vorzubereiten. Beispiel: Mist, ich habe vergessen, die Kunden-E-Mail rauszuschicken. Mein Chef wird bestimmt sauer sein. Ich kann mich auf etwas gefasst machen. Weiter geht's mit Ausdruck Nummer 7. Etwas auf dem Kasten haben. Der Ausdruck bedeutet, dass jemand über besondere Fähigkeiten, Kenntnisse oder Talente in einem bestimmten Bereich verfügt. Es beschreibt eine Person, die kompetent, fähig oder geschickt ist und etwas gut beherrscht. Im übertragenen Sinn bezieht sich Kasten auf den Kopf oder das Gehirn. Also auf die geistigen Fähigkeiten. Wir verwenden den Ausdruck, um jemanden zu loben oder anzuerkennen, der in einer Sache besonders gut ist oder beeindruckende Fähigkeiten gezeigt hat. Es ist eine umgangssprachliche Redewendung und wird häufig in informellen Kontexten genutzt, um die Kompetenz oder Intelligenz einer Person hervorzuheben. Beispielsatz: Martha hat wirklich etwas auf dem Kasten, wenn es ums Programmieren geht. Oder: Du hast bei der Präsentation gezeigt, dass du echt was auf dem Kasten hast. Also, gute Arbeit. Ausdruck Nummer 8, den du nicht im Unterricht lernst. Jemandem einen Bären aufbinden. Was ist das denn für eine Redensart? Wir benutzen sie, wenn wir aussagen möchten, dass jemand eine Unwahrheit gesprochen hat oder eine Geschichte erzählt, um uns hereinzulegen oder zu täuschen. Es ist vergleichbar mit jemanden veräppeln oder einen Streich spielen. Wenn jemand dir also etwas erzählt, das unglaublich klingt und du vermutest, dass er nur scherzt oder dich täuschen will, dann hat er dir einen Bären aufgebunden. Es kann natürlich auch humorvoll gemeint sein, wie in diesem Beispiel hier. Er hat behauptet, er hat ein UFO gesehen. Ich glaube, er will mir einen Bären aufbinden. Kommen wir jetzt zum vorletzten Ausdruck, den wir nur auf der Straße lernen. Die Beine in die Hand nehmen. Hört sich lustig an, sagt aber einfach aus, dass wir schnell laufen müssen. Es beschreibt, dass man schnell zu laufen oder sich zu beeilen hat. Man macht sich also hastig auf den Weg, oft um etwas noch rechtzeitig zu erreichen oder vielleicht sogar einer Gefahr zu entkommen. Du verwendest den Ausdruck also, wenn du spät dran bist und dich beeilen musst. Zum Beispiel, um den Bus zu erwischen oder wenn du vor etwas wegläufst, das dir Angst macht. Hier ein Beispiel. Als der Regen plötzlich einsetzte, haben wir die Beine in die Hand genommen und sind zum Auto gerannt. In diesem Fall macht dir Regen Angst. Aber, wie sagt der Deutsche doch so schön, wir sind ja nicht aus Zucker. Und zum Schluss der letzte Ausdruck. Ich krieg die Krise. Dieser Ausdruck drückt starke Frustration, Ärger oder Verzweiflung aus. Man ist genervt von einer Situation, die nicht so läuft, wie man es sich wünscht und fühlt sich überfordert. Wann man es verwendet?
wenn etwas wiederholt schief geht. Zum Beispiel, wenn technische Geräte versagen oder wenn jemand ständig nervtötende Dinge tut. Laut Musik hören, schmatzen, was auch immer. Beispiel: Mein Internet bricht ständig ab. Ich krieg die Krise. Diese umgangssprachlichen Ausdrücke sind fest im täglichen Sprachgebrauch verankert und verleihen deinem Deutsch mehr Authentizität. Indem du sie in passenden Situationen verwendest, wirst du natürlicher und fließender sprechen. Also merk sie dir gut und verwende sie direkt. Vielen Dank auch, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Welcher dieser Ausdrücke war neu für dich? Hast du vielleicht selbst noch interessante Ausdrücke, die du teilen möchtest? Schreib sie gerne in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal für mehr spannende Einblicke in die deutsche Sprache. Bis zum nächsten Mal.